Erlkönig. Intendant Jonas Kaufmann und seine Festspiele. Die Tiroler Festspiele haben den Star-Tenor vor einem Jahr als Intendant an Land gezogen und damit einen Coup gelandet. Kaufmann zählt mit 55 Jahren immer noch zu den Top-Sängern der Branche. Er begeistert in New York genauso wie in Mailand und Wien. Jetzt also Erl, nahe seiner Wahlheimat Salzburg. Kaufmann startet mit einem vielseitigen Programm in seinen ersten Sommer. Geboten werden Raritäten genauso wie die altbekannten Ohrwürmer von Verdi bis Wagner. Schmückt sich Erl bloß mit einem großen Namen oder kann Jonas Kaufmann auch Intendant? Theresa Andrea hat den Sänger durch einen Arbeitstag begleitet. Geträumt hat Jonas Kaufmann eigentlich nicht davon. Die Idee von Mäzen Hans-Peter Haselsteiner, ihn als Intendant nach Erl zu holen, kam überraschend. Mit dieser Rolle betritt der gefragte Sänger Neuland. Es hat mich total überrascht. Ich bin wirklich hergekommen und habe gedacht, das gibt's gar nicht. Es ist wirklich jeder, der es nicht gesehen hat, auch wenn er Bilder kennt oder was, kann sich nicht vorstellen, wie unglaublich das ist, hier diese Häuser hinzubauen. Das ist einfach irre. Im 1600 Seelendorf nahe der bayerischen Grenze stehen gleich 2 Häuser auf der grünen Wiese. Im Weißen Passionsspielhaus erklingt normalerweise Wagner, wenn nicht wie alle 6 Jahre die Passion Christi aufgeführt wird. Im schwarzen, scharfkantigen Festspielhaus wird italienische Oper geboten und auch zeitgenössische Musik. Beide Häuser zusammen bieten mehr Sitzplätze, als Menschen in Erl leben. Der Star-Tenor tritt an, um neues, auch einheimisches Publikum zu den Festspielen zu locken. Dafür ist dem naturverbundenen Bayern jedes Mittel recht. Ich sehe das in dem Gebäude absolut, dass man da neugierig wird und mal einen Blick hineinschauen möchte. Und das ist ja auch ein bisschen Teil unseres Spielplans, unseres Konzepts, dass Leute von weit her kommen, aber dass eben das lokale Publikum die Neugier hat, mal zu erleben, was da drin so passiert. Jonas Kaufmann will die Welt in Erl nicht neu erfinden, er will seine Welt ins Dorf holen. Im Haus gibt er jetzt den Ton an. Riedmund darf ich nicht heißen. In seiner ersten Sommersaison setzt der Neo-Intendant auf Vielfalt. Neben Wagner und Verdi-Ohrwürmern stehen auch ein Stummfilm mit Live-Musik, prominent besetzte Liederabende und eine zeitgenössische Oper auf dem Programm. Wir haben eine wilde Mischung vielleicht, aber eine sehr hochkarätige. Das Programm ist teils gar nicht mutig, weil eine Traviata ist etwas, was sich immer sehr gut verkauft. Das haben wir auch sofort gesehen. Aber wir haben natürlich mit Picture a Day Like This ein zeitgenössisches Stück, was grundsätzlich immer eine Schwierigkeit in sich birgt. Es gibt viele Fans von zeitgenössischer Musik, aber die müssen wir erst einmal finden. Ein junges, internationales Team erarbeitet die österreichische Erstaufführung von Picture a Day Like This des britischen Komponisten George Benjamin. In poetischen Bildern erzählt das Kabinettstück von der Suche nach dem Glück. Aktuelle Themen wie offene Beziehungen oder Selbstliebe werden verhandelt. Im Unterschied zu Wagners Monsterwerken dauert dieses Stück nur eine knappe Stunde. Ideal für Opernneulinge? Außerdem glaube ich, dass die Oper sich gut eignet für auch womöglich einen ersten Kontakt mit Oper, weil die Sprache sehr aktuell ist. Zeitgenössische Musik ist kein Kassenschlager, das weiß der Profi. Doch Mäzen Haselsteiner steht zum Experiment und stärkt seinem Intendanten den Rücken. In den letzten 20 Jahren hat die Familienstiftung mehr als 100 Millionen Euro in Neubauten und in den Betrieb investiert. Die Zukunft ist gesichert. Sie wissen ja, dass Erl so ein PPP-Modell ist, ein Private-Public Partnership im wahrsten Sinne des Wortes. Und dazu bekennen wir uns als Haselsteiner Stiftung und erfreulicherweise auch die Strabag, die ihr Aushängeschild, was Social Responsibility im Kulturbereich ist, mit Erl verknüpft hat. Das ist schön. Natürlich war das auf meine Anregung, aber sowohl mein Sohn als auch sein Nachfolger
Stefan Kratochwil und der Vorstand bekennen sich dazu und damit wird auch in Erl nach meiner Zeit diese PPP-Gesinnung aufrecht bleiben. Eine schnelle Probe kurz vor der Wagner-Gala. Der Intendant in der Rolle des Sängers. Sein Netzwerk ist Gold wert. Ein Anruf und große Namen kommen ins kleine Erl. Jekaterina Gubanova singt diesen Sommer in Bayreuth. Kurz vorher schaut sie in Tirol vorbei. Kaufmann und Wagner ziehen. Die konzertante Aufführung der Walküre ist als erstes ausverkauft. 130 Stühle werden zusätzlich aufgestellt. Sieglinde und Siegmund im Liebesrausch. Da kommt Stimmung auf. In Zukunft will der Publikumsliebling die Bühne allerdings nur in Erl anderen überlassen. International will der Tenor weiterhin auftreten. Ich bin, glaube ich, kein Intendant, der nebenbei noch weiter singt. Das wäre sehr falsch, glaube ich. Also zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Vielleicht ist es in 10 Jahren anders. Dann sehe ich mich als Hobbysänger, der ab und zu noch mal ein bisschen was Schönes macht und dann sich hauptsächlich als Intendant sieht. Aber zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, das ist sehr, sehr unwahrscheinliche Zukunftsmusik. Vielleicht sind die Tiroler Festspiele für Jonas Kaufmann ja ein Sprungbrett für größere Aufgaben? Derzeit scheint sich der umgängliche Weltstar in seiner neuen Rolle zu gefallen. Ein Intendant, der auf jede Frage eine Antwort hat. Sie wollen kein Intendant sein, der im Regen steht. Sehr schön, ein Intendant, der im Regen steht, das haben wir jetzt auf jeden Fall, aber es ist ja nur ein Duscher. Ein kleiner Schauer, der bis heute Abend hoffentlich wieder vergangen ist.